Vier Freunde auf der Suche nach einem großen Abenteuer. Ihr Ziel: den gesamten Kaukasus mit dem Fahrrad überqueren. Episode 2: Der Azunto-Pass. Ja, der Azunto-Pass war eigentlich das schönste Abenteuer der ganzen Reise. 3.500 Meter hoch, eigentlich genutzt als Pferdepass, für uns genutzt als Bikepass. Azunto-Pass war für mich das Highlight, was man sich davor zurechtgelegt hat, weil es gleichzeitig der höchste Pass war. Das war für mich der Kaukasus, das war für mich die Reise schon wert, weil das landschaftlich geil war, Abenteuerfaktor unfassbar hoch, weil wir komplett allein waren und dann auch noch Mountainbike-technisch zum Abfahren mega geil war. Rundum für mich die Highlight-Region. So, Tag 5. Da wir die nächsten 3, eher 4 Tage keinen Supermarkt mehr passieren werden, müssen wir hier ordentlich aufstocken und haben quasi den gesamten Supermarkt leer gekauft. Es wird abends eher diese Ration hier geben, viele Snacks und mittags Brote. So 100% ergiebig ist das Ganze nicht, aber es ist einfach alles, was die hier haben, von daher wird es wohl reichen müssen. Das verteilen wir jetzt noch schön. Und dann geht es heute wirklich los in einen sehr isolierten Teil der Route. Und wir werden uns über den Azunto-Pass kämpfen in den nächsten 3 bis 4 Tagen. Auf der Karte hatten wir einen knapp 3000 Meter hohen Bergkamm gefunden, ne? Der sehr vielversprechend aussah und den wir gerne auf dem Weg zum Azunto noch mitnehmen wollten. Wo geht's weiter? Wir wollen uns da noch so einen Grat mitnehmen. Auf 3000 Meter. Schaut einfach zu geil aus, um uns nichts zu versuchen. Ich kann mich noch erinnern, am Anfang hatte ich gemeint, das Wildlife wird auf jeden Fall für mich ein zentraler Punkt werden, weil ich da einen gewissen Respekt habe. So Bären, Leoparden, Wölfe technisch war das ja wirklich kein Stress. Also wir hatten da wirklich keinerlei Begegnungen. Irgendwann hat sich herauskristallisiert, dass vor allem die Sheepdogs, die Schäferhunde, eher das größte Problem sind. Hey! Bleib weg! Sheepdog, wahrscheinlich die größte tierische Gefahr. Hey! 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 Können asozial sein, können wirklich aggressiv sein. Aber Wir haben auch in Momalo ein paar Geschichten gehört, wo wir uns danach richtig eingeschissen hatten. So, in case you get bitten, what do you do then? I don't know, you call the emergency and then you go down and you need the anti-rabies vaccine. So, what are the chances that we get there safely without any issue? 90%. So 10% chance that we have problems. Ja. Hatten auch irgendwie immer Waffen dabei, Steine oder irgendwelche Stöcke, damit wir irgendwas machen können. Für was ist der Stock? Zum Hunde verkloppen. Der ist aber zu kurz. Das muss reichen. Ja, weil wir eben dachten, dass es eine gute Idee wäre, jetzt auf diesen Graskamm hochzufahren, haben wir eben unsere Räder da hochgehievt. Oben angekommen war es natürlich erstmal Wahnsinn, weil wir einen 360° Bergblick hatten, ringsum nur wilder Kaukasus und keine Menschenseele in Sicht. Und gerade als wir dann losgehen wollten, also wir haben gerade unsere Sachen gepackt und wollten eben noch aufsteigen bis ganz hoch auf den Kamm, haben wir ganz hinten am letzten Eck auf einmal eine Schafsherde rumkommen sehen. Und da sind natürlich sofort die Alarmglocken angegangen, weil wir eben wussten, bei Schafsherden sind eben auch Schäferhunde. Jetzt fliegt nein, das Scheißviech. Wo ist der scheiß Köter? Und Schäumler vorm Mund, das ist eigentlich das Wichtige. if you don't see clearly that the shepherd controls the dog, then you don't go through the You sheep. don't go. Das ist auch weiß. Du musst in die Herde gehen, das Soll haben wir ich noch den jetzt gelernt. erkennen? Dann greift er die an.
Wie soll ich den jetzt erkennen? Der muss eigentlich rumrennen. And is there always a shepherd with the dogs or Sometimes not. Sometimes the shepherd is somewhere drinking cha-cha, talking with people. So the best situation is try to maintain the distance and to kind of go around. Wir haben uns leider entschieden, dass wir diese Range hier nicht machen, weil die Schafsherde da genau mittendrin steht. Und wir leider noch keine Hundeerfahrung gemacht haben und nicht die erste Hundeerfahrung auf einem Grat, wo wir nichts aufweichen können, machen wollen. Deswegen machen wir jetzt Kilometer im Tal und nähern uns dem Highlight oder einem der Highlights der Tour an, nämlich dem Azunto Pass, den wir heute vielleicht sogar noch mal ins Basislager aufsteigen. Und dann sind wir eben den ganzen Pass wieder runtergefahren. Jetzt fast über den Pass und dann ist uns der Cowboy hinterher und hat gesagt, Amigos, zum Checkpoint, einmal antreten. Ja. Jetzt müssen wir da runter zum Checkpoint. Lassen wir die Radl hier oben liegen und holen uns da unseren Stempel ab. Hey. Und davor gehe ich noch in den Turm rein. Das machen wir vielleicht eher danach, wenn wir es Permit haben. Germania, ja. Passport? Okay, thank you. Okay, jetzt haben sie unsere Pässe irgendwie abgeschrieben und anscheinend passt alles. Deswegen dürfen wir jetzt passieren über den Azunto Pass. Super. Die nächsten 2 Etappen war Annäherung an Azunto Pass. Am Anfang noch fahren und dann ging es eigentlich an 1,5 Tage schieben über Single Trail, verblocktes Gelände, um uns dem Azunto zu nähern. Mehrere Tage durch die Natur streifen, ohne Menschen zu sehen, das finde ich so geil. Also davon kann ich nicht genug kriegen. Also da will ich am liebsten direkt nochmal machen. So isoliert sein, das glaube ich, das hast sonst fast nirgends. Also das war für mich der Kaukasus voll und ganz und das war auch das, was ich echt gesucht hatte. Gut, Feierabend. Und abends haben wir dann einfach mitten im Nirgendwo unser Lager aufgeschlagen. Morgen. Tag, keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr, welcher Wochentag es ist. Ja. Völlig drin im Rhythmus. Jetzt erst einmal mal früh aufstehen und früh loskommen. Ja! Yeah. Früh aufstehen, ja. Früh loskommen, noch nicht. Morgens in den Bergen ist erstmal eigentlich gemütliches Aufstehen, relativ früh, aber dann geht es auch gleich los mit Arbeiten und Frühstück machen und trocknen und aufräumen und dann nach so 2 bis 3 Stunden kommen wir dann meistens los. 2, jetzt mittlerweile eher 2, glaube ich, weil jeder so ein bisschen seine Routine gefunden hat. Und dann schieben wir meistens erstmal in der Früh und schieben uns irgendwo hoch und wenn es gut läuft, fahren wir am Nachmittag wieder runter. Heute geht es erstmal 1200 Meter den Azunto Pass hoch. Ich denke mal 80% schieben, aber das Wetter ist kaiserlich, von dem her, wir haben glaube ich alle Bock. Hi.
Problem ist, dass wir nicht vorwärts kommen. Ja, doch. Ich meine, wir bewegen uns. Das ist einfach technisch anspruchsvolle Strecke. Atzunto-Pass ist auf 3500 Meter. Bis dahin sind es 20 Kilometer und 1600 Höhenmeter. Und das Ganze nur mit Schieben. Den höchsten Pass hier müssen wir uns hart arbeiten. Wow. Und mitten in dieser Einsamkeit der Berge kamen wir dann zu dem Zelt von einem Bergbauern, vom Daim. Germania, ja. Ja, sehr gut. Und obwohl wir uns überhaupt nicht verständigen konnten, hat er uns eben in sein Zelt eingeladen und hat uns einen Schnaps nach dem anderen eingeschenkt. Okay. Ich finde, das hebt es ab von einem reinen sportlichen Abenteuer zu Kultur entdecken oder Menschen ein bisschen kennenlernen, die Interaktionen. Das sind auch Highlights, wo man danach, glaube ich, genauso viel dran denkt wie eben über eine coole Abfahrt. Und das ist jetzt quasi der Hüttenkäse. Also wenn du Hüttenkäse kaufst, das plus das andruckst, dann kriegst du quasi den Leibkäse. Probieren, was? Kommen wir halt noch los. Essen wir noch ein bisschen Käse. Frischer Hüttenkäse. Oh, der ist noch schön warm. Schau, Der ist süß jetzt, ja. der ist geil. Bye bye, thank you. Madlavo. Wir sind alle leicht einsitzen vom 70%igen Schnaps vor den Bauern. Und jetzt geht's rauf in den Atzunto-Pass. Ich hoffe, wir nüchtern noch aus. So motiviert. Wir haben einen Hund, Cipollino. Das ist unser Schutzhund vor den Sheepdogs. Chippo sind natürlich die vielen Hunde, die uns gefolgt sind. Kann man mit diesem Namen beschreiben? Wir haben den Hund immer Cipollino genannt. Den Namen haben wir vom Daim abgeschaut. Dementsprechend haben wir alle weiteren Hunde auch immer Chippo 1, 2 und 3 genannt. Der Hund ist uns einfach hinterhergelaufen, wie so viele Hunde danach auch. Und der erste Chippo war halt so ein kleiner Dackel, der eigentlich überhaupt nicht in dieses Landschaftsbild gepasst hat. So kleine Füßchen, ist uns hinterher in einem bewegten Gelände. 3 besoffene Biker und ihr Schutzhund Chippo. Bis er dann ja, immer wieder Flussquerungen durchlaufen musste, was am Anfang ging. Chippo, du schaffst es! Wir haben einen Schutzhund, yay! Dann wurden die Ströme immer größer. Das war's für uns, ne? Also gut auf mein Chippo. Ciao Chippo, es war schön mit dir! Und dann hat er aber irgendwie sich schon so krass in uns auch verliebt gehabt, dass er wirklich noch was gewagt hat, bei dem großen Fluss auch, und dann ist er irgendwie hängen geblieben. Unser treuer Hund, der Chippo, hat sich in eine scheiß Situation gebracht. Der wollte zu uns rüberkommen und ist jetzt auf so einer Insel gefangen. Der Schmaus geht jetzt rüber und versucht ihn zu retten. Ja, Schmaus! Ja! Ich konnte den Kleinen da nicht stehen lassen. Ja, der hat sich echt in eine scheiß Situation gebracht. Der gepiept ohne Ende. Der kam nicht schnell weg hier, damit er weiß, dass er hier nicht mehr rüber soll. Es war auf jeden Fall mit die 2 schönsten Stunden im Kaukasus. Es war cool. Mit Chippo. Mit Chippo und einem Chacha im Kopf. Ja, sehr gut. Ja. Das Problem ist, wir mussten den Schnaps abbauen und jetzt haben wir alle Dünnschiss vom Käselake. Der ist geil. Aber eigentlich müssen wir noch 1000 Höhenmeter machen. Kamachava. Atkuda. Ha? Atkuda. Atkuda, Atzunto. Ukraini. No, Germanuli. Germany. Germania. Ja, Germania. Aha. Wo молодец. Ja. Oh. Ja. Ja. Okay, ciao. Okay. Ciao, ciao. Also phasenweise muss man sich wirklich fragen, warum wir das Fahrrad dabei hatten. Also ich meine, 3 Tage in diesen Atzunto reinschieben. Du kannst halt mit dem Fahrrad, wenn du über den Pass kommst, danach direkt weiterfahren mit deiner Route. Und das ist halt das Geile. Also du musst
Du kannst dir wirklich das ganze Ding selbst erarbeiten. Also ich würde es wieder so machen, aber man muss sich schon teilweise kritisch fragen, ob das Fahrrad da überhaupt Sinn gemacht hat. Ganz klar. Aber wer sein Rad liebt, der schiebt auch. Das haben wir schon immer so gehandhabt. Die Erwartung, dass man halt hart kämpfen muss, teilweise war da und war dann auch so im Endeffekt. Also wenn das hier nicht der perfekte Campplatz ist auf 3100 Meter, dann weiß ich auch nicht. Und morgen gehen wir auf den höchsten Punkt der Tour, Adsunto Pass. Irgendwo da durch die Flanke durch und dann irgendwo da hoch. Super. Und jetzt einen herrlichen Abend hier. Saugeil. Keine Menschenseele. Und es wurde immer wilder, immer verlassener und Super Wetter. Und wir haben eben noch eine kleine Quelle gefunden. Haben eigentlich alles gehabt für die Überschreitung vom Adsunto. einfach Freiheit. Einfach Freiheitsgefühl, was da in mir ausströmt. So Momente wie der Sonnenaufgang am Highcamp, wo du einfach mal Zeit hattest und auch dann kurz realisierst, wo du hier gerade bist. Wo 40, 50 Kilometer um dich herum nichts ist. Das sind so Momente, die bleiben in Erinnerung. So Freunde, heute ist soweit. Heute gehen wir auf den höchsten Punkt der Tour. 3500 Meter. Adsunto! Da hoch geht's. Merkt man schon gut die Höhe. Alle 20 Meter. Oh. So, wenn wir schon mal da sind, wollen wir auch noch einen Gipfel mitnehmen. Und der da lacht uns an. Hat zwar keinen Namen, aber 4000 Meter sollte hoch sein. Schauen wir mal, ob es geht. Und dann ging es an die Abfahrt. Das war für mich das Highlight. Der erste Drittel war relativ schwierig, man musste schieben. Aber dann konnten wir wirklich alles abfahren. Erdige Trails, es ging super flowig. Über coole Wiesentrails, schulterhohen Dschungel, steile Trails. Absolutes Highlight, darunter zu trailen, in der wilden Landschaft.
ging es noch einmal kurz in die Militärkontrolle, bevor es in den zweiten Trailabschnitt ging. Und das Faszinierende war wirklich, dass wir von 3300 bis 1300, also 2000 Höhenmeter, alles komplett auf Single Trails abfahren konnten. Und das war einfach nur Hammer. Straße, das erste Mal seit 3 Tagen. Alter, hey. Ich hatte so einen High danach. Jetzt kriegst du mal gescheite Umarmung. Da geht er. Ja, unbedingt. Voller Adrenalin ist man da unten angekommen und man hat das Ding einfach gerockt. Unten ankommen, ein super schöner Fluss. Ja, das bisher, würde ich sagen, mein Highlight, die Abfahrt vom Azunto. Nachdem uns der Azunto-Pass jetzt so richtig krass getaugt hat, haben wir uns dafür entschieden, eigentlich direkt wieder in die nächste Wildnis-Etappe reinzufahren, wo wir wieder 3 Tage lang Wildcampen werden. Zum nächsten großen Highlight-Pass, der 3300 Meter hohe Chowki-Pass. Es gibt nichts zu essen, was wir hier mitnehmen können. Das ist jetzt alles scheißegal. Wir gehen jetzt ohne Essen über den Pass.